Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen POIbase Anleitungsvideo. Dieses Video zeigt die Installation von POIs und Blitzern für VW-Einbaunavigationssysteme. Das wird am Beispiel eines VW Discover Media in einem Golf 7 gemacht. Benötigt werden als erstes die Software POIbase und eine leere Speicherkarte, welche FAT32 formatiert sein sollte. Es sollte nicht die Original-VW-Speicherkarte sein. Die PC-Software POIbase kann von unserer POIbase-Webseite kostenlos heruntergeladen werden. Mac-Nutzer können auf die Webversion zurückgreifen, denn die POIbase-Webversion kann unabhängig von einem Betriebssystem über beliebige Browser genutzt werden. Als erstes legt man die leere Speicherkarte in den PC-Steckplatz und startet POIbase. Beim Start sind einige Updates möglich und die sollten auch unbedingt installiert werden. Im ersten Schritt erscheint dann das Fenster mit der Geräteauswahl, wobei für das VW Discover Media die manuelle Auswahl notwendig ist. Hier wählt man dann das VW-System und anschließend in unserem Fall für die neueren Systeme wieder das VW Discover Media und dann erneut die erste Option VW Discover Media. Die zweite Option sollte nur gewählt werden, wenn die Installation mit der ersten nicht gelingen sollte. Nun erscheint das Anmeldefenster, wo man sich mit dem eigenen POIbase-Account anmelden kann oder mit einem neuen Konto oder als Gast. Als Gast sind einige Funktionen nicht möglich, wie zum Beispiel das Kaufen von POI-Produkten wie den Blitzern. Und deswegen ist ein POIbase-Konto empfehlenswert, womit wir uns jetzt auch anmelden. POIbase bietet Millionen kostenfreie POIs an. Im Shop können dann aber auch weitere Premium-POIs und Blitzer, die wir hier im Video auch verwenden, gebucht werden. Bevor mit der Installation begonnen wird, können zahlreiche POI-Einstellungen für VW-Navis vorgenommen werden. Und diese schauen wir uns mal zusammen an. Wir klicken auf Einstellungen, POI-Einstellungen und ja, dann sehen wir hier gleich die erste Option. Hier kann man festlegen, welchen Grad der Aktualität für mobile Blitzer man sich wünscht. Wird die erste Checkbox gewählt, werden nur die Blitzer installiert, die im letzten Jahr aktualisiert oder bearbeitet wurden. Möchte man auf Nummer sicher gehen, ist die letzte Checkbox empfehlenswert. Dann werden alle bekannten mobilen Blitzerstellen installiert. Für VW-Navis ist die zweite Einstellung interessant, mit der für viele POI-Kategorien größere POI-Icons heruntergeladen werden können. Das sieht dann auf der Karte gut aus und diese Option sollte aktiviert sein. Mit der dritten Option kann die akustische Warnung für Blitzer auf dem Discover Media aktiviert werden, wobei die Präferenzen selbst ausgelotet werden müssen. Die meisten bevorzugen aber, die Warnung nur vor festen Blitzern zu aktivieren und sich die mobilen Blitzerstellen nur anzeigen zu lassen. Damit minimiert man die akustischen Warnungen und wird beim Fahren nicht so oft gestört. Die vierte Einstellungsmöglichkeit betrifft den Warnwinkel für Blitzer. Und hier gilt, je größer der Winkel, umso eher wird vor Blitzern auf der Parallelstraße gewarnt, weil diese bei einem großen Winkel mit erfasst werden. Ist der Winkel aber zu klein, können die Warnungen für Blitzer wegfallen, wenn die Blitzer-POIs weiter weg von der Straße positioniert worden sind oder wenn sie um die Kurve liegen. Da kann ein zu schmaler Winkel nachteilig sein. Man könnte für die mobilen Blitzer deswegen 60 Grad einstellen und für die festen 90. Der Vollständigkeit halber erwähnen wir auch die letzten beiden Einstellungen hier. Die Einstellung Nummer 5 ändert das Zoomverhalten für POIs und Blitzer auf der Navikarte. Man kann die Sichtbarkeit der POIs auf der Karte bis zu einem Zoom von 750 Metern erlauben. Zu beachten ist, dass das Feature noch ungetestet ist, sodass man darauf achten sollte, welche Auswirkungen die Einstellung mit sich bringt. Diese Einstellung ist nur für die Systeme Discover Pro, Pro 2 und Columbus verfügbar. In unserem Fall für das Discover Media hat die Zoom-Einstellung keine Relevanz. Sehr praktisch wiederum ist die sechste Option. Sie kann aktiviert werden, wenn man bereits ein Produkt im POIbase Shop erworben hat und man erhält dann monatlich ein POI-Update seiner ausgewählten POIs als Download per E-Mail. So vergisst man nicht, seine Daten aktuell zu halten. Und in der E-Mail ist dann sowohl das Datenpaket als ZIP-Datei und auch eine Anleitung zur Installation enthalten. Nachdem alle relevanten Einstellungen für POIs vorgenommen wurden, kann die Auswahl und Installation der POIs beginnen. Dazu klickt man zurück zur Startseite und wählt POIs und Blitzer herunterladen. Um Blitzer zu installieren, klickt man auf Blitzer herunterladen. Für das Video haben wir die Blitzer schon freigeschaltet. Die Blitzer können im Shop gebucht werden. Als erstes kann konfiguriert werden, welche stationären oder mobilen Blitzer installiert werden sollen, darunter Abschnitts- und Ampelblitzer oder teilstationäre Blitzer. Die Lkw-Blitzer gehören zur speziellen Blitzersorte, die in unserem Beispiel nicht ausgewählt ist.
In der Box darunter kann man erneut die Aktualität der mobilen Blitzerstandorte definieren bzw. seine Auswahl nochmal überprüfen. Für die Auswahl in der dritten Box, die Ausgabe auf dem Gerät, ist es wichtig zu wissen, dass VW-Navis nur 10 POI-Kategorien, also 10 Icons auf der Karte anzeigen können. Ob man die optimale Differenzierung mit 8 Icons oder die minimale Platznutzung mit 2 Icons auswählt, wobei hier nur zwischen festen und mobilen Blitzern unterschieden wird, hängt davon ab, wie viele POI-Kategorien man insgesamt am Ende auf seinem VW-Navi anzeigen lassen möchte. Es werden zwar alle POI-Kategorien installiert, aber nur 10 davon können auf der Karte dargestellt werden. Um die Blitzer für den Download auszuwählen, sucht man jetzt in der unteren Liste das gewünschte Land aus und klickt dann den Button Hinzufügen. Die ausgewählten POIs werden jetzt hinzugefügt, was durch die POI-Anzahl unten auf dem gelben Button sichtbar wird. Interessiert man sich noch für weitere POIs, geht man zurück und klickt auf POIs herunterladen und dann zum Beispiel Auto und Verkehr und Tankpreise. Hier kann man kostenfrei aktuelle Tankpreise für seine Kraftstoffsorte auf das VW-Navi laden. Die Daten stammen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe und die Preise werden alle 5 Minuten von unserem Server aktualisiert. POIbase erstellt dabei einen Preisvergleich aller Tankpreise und sortiert diese in 3 farblich markierte Preiskategorien. Natürlich haben Einbaunavis keinen ständigen Online-Zugriff auf POIbase, um die Preise so oft zu aktualisieren, aber nach unserer Erfahrung ändern sich Preise zwar mehrmals täglich, aber günstige Tankstellen bleiben meistens günstig und die teuren Tankstellen häufig teuer im Vergleich zueinander. Wenn man die POIs jetzt wöchentlich mit POIbase aktualisiert, hat man dennoch eine gute Übersicht über die im Allgemeinen günstigen Tankstellen in seiner Region. Entscheidet man sich nun für die Spritsorte zum Beispiel E5, sollte man die 3 Preiskategorien normal, günstig und teuer zum Download hinzufügen. Man sollte nie 2 Spritsorten gleichzeitig laden, da die Icons nicht zwischen den Sorten, sondern bei den Preisen unterscheiden. Wenn man auf eine bestimmte Tankstellenmarke angewiesen ist, weil man eine Tankkarte nutzt oder eben eine Lieblingstankstelle hat, wählt man alternativ, aber nicht in Kombination mit den eben erwähnten farbigen Kategorien, seine gewünschte Markentankstelle, zum Beispiel Aral. Die Tankpreise sind dann im Beschreibungstext der POIs zu finden und die POI-Details werden vom VW Discover Media auch unterstützt. Für Einbaunavis eignen sich aber tatsächlich die farbigen Icons am besten. Auf den weiteren Seiten bietet POIbase noch viele weitere POIs zum Herunterladen, wie zum Beispiel unter Auto und Natur die beliebten POIs des Camping- und Stellplatzführers camping.info. Die Campingplatz-POIs sind nach Sternebewertungen sortiert und können entweder einzeln heruntergeladen werden oder über die sehr nützliche POI-Gruppierung, die alle Campingplätze in einer Kategorie enthält. Damit spart man wieder ein paar Icons für die begrenzte Icon-Anzeige auf dem Discover Media. Die Sternebewertungen findet man im POI-Beschreibungstext. Außerdem kann noch die POI-Anzahl mit dem Länderfilter reduziert werden. Zum Beispiel, dass nur für Deutschland Camping-POIs installiert werden sollen. Die Auswahl der POIs kostet beim ersten Mal etwas Zeit, wird aber von POIbase für die nächsten Updates gespeichert, sodass man einfach nur herunterladen kann. Jetzt verbleibt nur noch die eigene POI-Auswahl im Menü Meine ausgewählten POIs zu kontrollieren. Links sieht man alle ausgewählten POI-Kategorien und Gruppierungen. Und wenn alles stimmt, klickt man unten rechts zum Herunterladen den gelben Button und die POIs werden vom Server geladen. POIbase konvertiert die POIs in das benötigte VW-Format und speichert es auf der leeren Speicherkarte. Wenn man nach einiger Zeit seine POIs wieder aktualisieren möchte, muss man lediglich POIbase starten und den gelben Herunterladen-Button anklicken. Dann werden alle bereits vorhandenen POIbase-POIs auf der SD-Karte und auf dem Navi mit den aktualisierten POIs überschrieben. Natürlich kann man vorher auch seine Auswahl ändern. Dann werden die POIs ebenfalls überschrieben. Die Schnelligkeit des Herunterladens kann einige Zeit in Anspruch nehmen und ist von der Anzahl der POIs und der Kapazität des eigenen PCs abhängig. Während der Übertragung der POIs erscheint erneut der Hinweis, dass man nun die leere FAT32 formatierte Speicherkarte einlegen sollte. Man wählt die verbundene Speicherkarte aus und dann geht es weiter.
Nach dem Übertragen der POIs erscheint dann die Meldung über die erfolgreiche Speicherung der POIs auf der SD-Karte. Die weitere Installation der POIs auf dem VW-Navi schauen wir uns weiter direkt im Auto an.